Mein Name ist Jean-Marie Chedid. Ich bin Seminarist in der maronitischen Diözese von Sidon. Ich bin in Beirut geboren und aufgewachsen. Diese Stadt war schon immer meine Heimat. Am 4. August 2020 waren wir alle zutiefst erschüttert von der Explosion, bei der 220 Opfer, mehr als 5000 Menschen verletzt und rund 300.000 Menschen, die sind obdachlos geworden. Ich selbst war der Explosion in einem Viertel von Beirut sehr nahe, das viel Zerstörung erfahren hat. Ich stieg gerade aus meinem Auto, als ich etwas wie ein Erdbeben fühlte, das mich wegwarf. Der Druck, zuerst der Schockwelle, blockierte meine Ohren und ich konnte das Geräusch der Explosion fast nicht hören. Und dann kam die Zerstörung. Plötzlich war jedes Glasfenster in meiner Nähe, in den Gebäuden und Autos, alles zerbrochen. Es gibt eine Person, die ich persönlich kenne, der war sehr nahe von der Explosion in einer Region, die sehr nahe ist und wurde am ganzen Körper von Glassplittern getroffen. Also wegen des Adrenalins, man fühlt nichts. Also er fühlte nicht, dass er verletzt war. Er beeilte sich, Menschen zu helfen, die unter Trümmern steckten. Es war nur ein paar Momente später, wann er bemerkte, dass er verletzt war. Aber es war zu spät. Er verblutete und ist gestorben. Diese Person lebte in einem Viertel, der heißt Mar Michael, einem historischen Viertel von Beirut, benannt nach der heiligen Michael-Kirche, die nicht mehr als 300 Meter von der Explosion entfernt ist. Dieses Viertel war eines der Gebiete, die stark zerstört wurden. Und auch die Kirche des heiligen Michael wurde schwer beschädigt. Eine Kirche, die eine zentrale Rolle bei der Evangelisierung in Beirut spielt und vielen anderen Gemeinden bei ihrer Mission geholfen hat. Es war wirklich stark und schwer, das zu sehen. Diese Explosion hat dieser Kirche und anderen Kirchen in Beirut auch schweren Schaden zugefügt. Also obwohl die Struktur noch steht, also wurden Wände und das Dach geschwächt. Also es gibt auch elektrische Schäden, Rohrschäden. All dies hat die Kirche in einer sehr prekären Situation mit dem kommenden Winter verlassen. Also Regen und Feuchtigkeit würden diese Situation verschlechtern. Die Wände schwächen, die elektrische Struktur beschädigen und den gesamten Ort sehr gefährlich machen. Also selbst die reichsten Menschen im Libanon haben keinen Zugang zu ihrem Vermögen auf ihren Bankkonten. Also weil mit dieser Wirtschaftskrise die Zentralbank erlaubt nur eine sehr begrenzte Anzahl von Abhebungen, um genügend Geld bei den Banken zu halten. Also deshalb ist unsere Fähigkeit, das Zerstörte wieder aufzubauen, sehr, sehr begrenzt. Also darum, heute wir beten eure Unterstützung beim Wiederbau unserer Kirchen. Also damit wir unsere Mission der Hoffnung inmitten der Verzweiflung erfüllen können. Vielen herzlichen Dank für Ihnen. Es ist wirklich eine Freude zu sehen, die Solidarität der Kirche und diese Interesse für alle Leute, die betroffen sind.